Was Autisten in Games finden und ansonsten nirgends sonst kriegen, ist ein absoluter Safe Space. In diesem Video zeige ich euch 3 ganz wichtige Punkte, weshalb Videospiele für Autisten die ultimative Zuflucht sind. Los geht's! Für viele Menschen auf dieser Welt ist Gaming natürlich ein ganz normales Hobby, ein einfacher Zeitvertreib oder sogar eine Leidenschaft. Wir erleben Abenteuer oder verbringen einfach Zeit mit unseren Freunden in den Spielen. Für viele Autisten ist das aber einfach sehr viel mehr als nur ein bloßes Hobby. Ich sage für viele, weil es gilt natürlich nicht für alle Autisten, also bitte nicht denken, dass das jetzt hier irgendwie für jeden Autisten dieser Welt gilt, aber für viele ist es tatsächlich so. Spiele sind für Autisten nicht einfach nur irgendein Zeitvertreib, sondern die können sich tatsächlich zu so einer Art Safe Space entwickeln, in dem wir uns einfach total wohl und sicher fühlen. Dafür gibt's natürlich sehr viele Gründe, weshalb Videospiele einfach so viel für uns bedeuten. Und die werden wir jetzt einfach mal in diesem Video beleuchten und näher darauf eingehen. Ich werde das Video dabei in mehrere Punkte unterteilen, die jeweils nochmal Unterpunkte haben. Das nur zur kurzen Info, damit ihr nicht irgendwann verwirrt seid, wo ich jetzt gerade bin. Der erste Punkt wird auf jeden Fall sein Struktur und Vorhersehbarkeit. Spiele haben ganz klare Regeln und Ziele. Das ist gerade für uns Autisten super wichtig, weil wir brauchen einfach in unserem Leben klare Strukturen und vor allem Vorhersehbarkeit. Für mich zum Beispiel gibt es eigentlich nichts Schlimmeres als spontane Planänderungen. Wenn ich genau weiß, wie mein Tag ablaufen wird, dann gibt mir das einfach extreme Sicherheit. Für mich ist es tatsächlich so, am liebsten sollte für mich einfach jeder Tag exakt gleich ablaufen. Das klingt jetzt wahrscheinlich für euch total langweilig, aber für mich ist es einfach ja ein super sicheres Gefühl. Und wenn ich einfach nicht weiß, was jetzt an irgendeinem Tag passiert, dann kann es tatsächlich sein, dass ich sogar Angstzustände bekomme. Also das ist wirklich krass, wenn ich einfach diese Sicherheit nicht habe, dann drehe ich einfach komplett am Rad. Das große Problem für uns Autisten ist natürlich, dass die Welt da draußen nicht komplett vorhersehbar ist. Und das ist dann eben ein riesiger Aspekt, mit dem wir einfach zu kämpfen haben. Wenn die Welt da draußen absolut chaotisch und durcheinander ist, dann brauchen wir natürlich umso mehr, ja, die Sicherheit. Und wir brauchen nicht noch in unserer Freizeit irgendwas, was dann noch mehr Chaos und Durcheinander irgendwie in unseren Tag bringt. Und da geben uns einfach Spiele einen sehr guten Rahmen, weil sie einfach total vorhersehbar verlaufen. Also zumindest die meisten Spiele. In den meisten Spielen gibt es zum Beispiel ein Questlog, das einem ziemlich genau sagt, was man irgendwie tun muss und was jetzt der nächste Schritt ist. Viele Questlogs geben uns sogar Zwischenschritte mit an, sodass wir gar nicht irgendwie großartig herumrätseln müssen, was jetzt das nächste Ziel ist oder was irgendwie zwischen dem großen Ziel noch kommt. Dann gibt's auch noch die Questmarker und manchmal sogar Pfeile oder irgendwelche, ich sag mal so richtig Verfolgungen, wo man einfach nur langlaufen muss. Also man muss gar nicht großartig überlegen, wie komme ich jetzt irgendwie zu meinem Ziel, sondern das Spiel sagt einem meistens eigentlich relativ genau, wie man jetzt dahin kommt. Oft ist einfach auch schon von vornherein klar, was man hinterher für eine Belohnung bekommt, wenn man irgendeine Aufgabe abschließt. Ja, also ihr kennt es ja, man sieht dann oft irgendwie, okay, für die Quest kriegst du dann jetzt das und das Item hinterher als Belohnung. Das hilft uns einfach total, weil wir können einfach total abschätzen, was bringt mir das jetzt und was ist einfach dann am Ende los. Und das gibt einem einfach als Autisten super beruhigendes Gefühl, weil man einfach, man weiß einfach, was als nächstes kommt. Man läuft nicht in irgendeine Ungewissheit rein oder keine Ahnung, dass jetzt plötzlich irgendwie das Spiel sagt, nee, du kriegst jetzt aber doch das als Belohnung. Und das mag vielleicht für viele Nicht-Autisten überhaupt nicht nachvollziehbar sein, aber für uns ist es einfach so, dass uns das super viel Sicherheit gibt und wir gar nicht so diesen Reiz des Neuen unbedingt brauchen, wie, sag ich mal, Nicht-Autisten das jetzt vielleicht brauchen. Kommen wir also zum nächsten Punkt unter Struktur und Vorhersehbarkeit und das wäre vorhersehbare Umgebungen. Also viele Spiele, wenn sie jetzt nicht irgendwie komplexe Plot-Twists irgendwie mittendrin haben, haben ziemlich vorhersehbare Charaktere. Man kann sich einfach darauf verlassen, dass Charakter XY jetzt nicht plötzlich völlig anders tickt als vorher und irgendwie komplett anders reagiert, sondern man weiß einfach genau, okay, der Charakter hat die und die Eigenschaften und man weiß einfach genau, okay, wenn ich jetzt das und das mache, dann wird wahrscheinlich am Ende das und das rauskommen.
Genauso ist es halt auch mit Stärken und Schwächen bei zum Beispiel Gegnern oder Bossen. Also die ändern sich ja in der Regel jetzt nicht plötzlich. Wenn man jetzt einmal weiß, okay, irgendwie dieser Feuerelementar ist jetzt natürlich klassisches Beispiel gegen Wasser total schwächlich, dann ja, wird sich das jetzt nicht plötzlich wahrscheinlich ändern. Also klar, es gibt natürlich Spiele, die haben Mechaniken, da ist das Teil des Spiels, dass man auch mal ein bisschen überrascht wird. Aber in der Regel ist es so, wenn ich jetzt einmal weiß, okay, dagegen ist der immun oder dagegen ist der jetzt total anfällig, dann brauche ich da nicht mehr lange überlegen, sondern das wird das ganze Spiel so bleiben. Und genauso laufen einfach auch Animationen und Skills und Fähigkeiten und die dazugehörigen Sounds auch irgendwie immer gleich ab. Also irgendwann hat man das einfach komplett verinnerlicht. Ich kenne das noch aus WoW von damals. Also ich kenne immer noch einige Spell-Sounds mit den dazugehörigen Animationen, die es heute einfach schon gar nicht mehr gibt. Also ich kann die wirklich in meinem Kopf abspielen, weil das sich einfach so eingeprägt hat. Und das gibt einfach so ein super Gefühl von absoluter Kontrolle und Sicherheit. Und wir brauchen einfach keine Angst haben, dass jetzt plötzlich irgendwas komplett anderes passiert, als wir es gewohnt sind. So wie es ja halt einfach manchmal im echten Leben ist. Also da passieren manchmal einfach Sachen, mit denen man null gerechnet hat. Und dafür brauchen wir einfach in den meisten Spielen überhaupt keine Angst haben. Kommen wir damit zum letzten Punkt unter Vorhersehbarkeit und Struktur, und das wäre die Reduzierung von sensorischen Reizen. Viele Autisten haben eben Probleme mit sensorischen Reizen. Das heißt, manche von uns hören einfach viele Dinge viel lauter als andere oder sind sehr viel lichtempfindlicher als Nicht-Autisten. Und da ist es halt super hilfreich, dass wir einfach in einem Spiel selber kontrollieren können, wie laut etwas ist. Wir können einfach den Lautstärkeregler runterstellen, oder wir können auch heutzutage in den meisten Spielen visuelle Effekte oder zum Beispiel das Kamerawackeln reduzieren oder teilweise auch komplett ausschalten. Außerdem kann man sich natürlich auch gezielt Spiele aussuchen, die ja einfach reizarm sind. Zum Beispiel rundenbasierte Spiele oder ja gemütliche Farming-Spiele wie Animal Crossing oder Spiele wie Minecraft, wo man einfach nur in seinem eigenen Tempo spielen kann. Und manche Spiele erlauben es ja auch, Mods zu installieren und so einfach auch seine Spielerfahrung anzupassen. Ich zum Beispiel habe mir damals für Elden Ring den Easy Mode installiert, weil ich einfach aufgrund meiner autistischen Reaktionsverzögerung sonst nicht in der Lage gewesen wäre, das Spiel zu spielen, weil ich einfach viel zu langsam bin. Also bis ich irgendeinem Boss ausgewichen bin, war ich in der Regel einfach schon tot. Wahrscheinlich würde ich dafür von leidenschaftlichen Souls-Spielern jetzt gesteinigt werden, aber ja, mir ist das persönlich egal, weil es geht ja um meine persönliche Spielerfahrung, und solange ich jetzt nicht irgendwie damit im Online-Modus spiele, tue ich ja auch niemandem weh, und ich spiele dann einfach offline und dann ist das Thema für mich durch und ich kann einfach das Spiel, ja, ich sag mal, in meiner eigenen Fasson einfach genießen und kann es halt einfach trotzdem spielen. Das wäre dann einfach so, ich könnte es, wenn es diese Mod nicht gäbe, einfach das Spiel nicht spielen. So ist das einfach. Man kann sich also in Spielen als Autist eine kontrollierte Umgebung schaffen, die einen nicht überfordert, sondern im Gegenteil vielleicht sogar irgendwie dazu beiträgt, dass man die Überstimulation, die man ja im Alltag ständig irgendwie hat, ja verringern kann oder vielleicht sogar komplett ausschalten kann und einfach ja, ein bisschen entspannen kann. Kommen wir nun also zur zweiten großen Überschrift, und das wäre die kontrollierte soziale Interaktion. Also gerade mit anderen einfach nur zu reden, ist halt für Autisten extrem anstrengend. Ja, weil wir einfach, ja, wir verstehen Dinge, die zwischen den Zeilen gesagt werden, einfach oft nicht. Und Smalltalk macht für uns einfach gar keinen Sinn. Und wir haben überhaupt keine Ahnung, wie man ihn führt. Also zumindest die meisten. Ich hatte damals richtig Probleme damit. Und ja, womit wir auch einfach zu kämpfen haben, sind ungeschriebene soziale Regeln in irgendwelchen Gesprächen, weil die für uns einfach nicht existent sind. Weil ja, es hat ja nie irgendwer darüber gesprochen, wie diese Regeln aussehen. Und woher sollen wir dann wissen, dass es die gibt? Der erste kleine Unterpunkt ist damit die strukturierte Kommunikation. Also gerade in Online-Spielen ist es ja so, dass die Kommunikation oft sehr zweckgebunden ist. Das heißt, es gibt halt bestimmte Abkürzungen oder Floskeln oder irgendwelche Sätze, die immer wieder gesagt werden, so wie GG zum Beispiel. Man muss da nichts reininterpretieren. Es ist einfach, ja, total klar, was damit gemeint ist.
Und außerdem, wenn man jetzt in irgendeiner Gaming-Session ist, vor allem mit irgendwelchen random Leuten, dann führt man einfach auch in der Regel keinen Smalltalk. Das heißt, es gibt einfach keinen Druck, irgendeiner sozialen Norm zu entsprechen. Das heißt, wir führen einfach ganz klar strukturierte Kommunikation aus, die keine irgendwelche doppelte Bedeutung hat. Und das nimmt uns einfach total viel Druck von den Schultern. Nee, Last von den Schultern heißt das, glaube ich, ne? Da sind wir schon wieder beim Thema Sprichwörter. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also wir haben halt einfach nicht diesen Zwang, dann irgendwelchen ungeschriebenen Gesetzen zu folgen, sondern ja, wir wissen einfach ganz klar, was los ist, was Sache ist und was der andere meint und können auch selber ganz klar kommunizieren, was wir sagen wollen. Und das fällt uns einfach dann sehr viel einfacher. Kommen wir zum zweiten Unterpunkt und der wäre Gleichgesinnte finden. Aufgrund unserer Eigenarten als Autisten und dem oft ja auch ein bisschen weirden Auftreten ist es halt für uns teilweise echt schwierig, irgendwelche Freunde zu finden und die dann auch festzuhalten. Da kann dann einfach das gemeinsame Interesse an irgendeinem Spiel eine extrem gute Basis sein, um irgendwie in Kontakt mit anderen Leuten zu kommen und vielleicht sogar eine Freundschaft aufzubauen. Man hat halt einfach direkt irgendwie ein gemeinsames Gesprächsthema, das halt beide ja gleichermaßen interessiert, weil ja, wir Autisten haben halt auch oft das Problem, dass wir unsere Umwelt mit irgendwelchen ja Monologen aus unseren Interessen bombardieren, die aber die anderen vielleicht gar nicht ja teilen und wir nerven die dann auch ziemlich. Deswegen ist es dann ganz gut, dass wir uns dann als Autist jetzt dann gerade keine Sorgen machen müssen, dass wir den anderen da vielleicht mit dem Thema nerven, weil der mag ja das Spiel dann genauso sehr wie wir und da sollte das ja dann kein Problem sein, dass wir darüber sprechen. Der letzte Unterpunkt ist die Anonymität. Ja, viele Autisten haben einfach aufgrund ihres Nerd-Faktors oft schon mit Ausgrenzung oder Mobbing zu tun gehabt. Und da ist einfach die Anonymität in Online-Spielen vielleicht echt ein Vorteil, weil ja, man einfach nicht direkt in irgendeine Schublade gesteckt wird, nur weil man sich jetzt irgendwie komisch bewegt oder komisch aussieht. Und wenn man dann zum Beispiel auch per Chat kommuniziert und nicht jetzt vielleicht per Headset, dann kann man als Autist auch vielleicht verstecken, dass man auch eine etwas außergewöhnlichere Aussprache hat als andere. Also ich hatte das früher zum Beispiel ganz stark, dass ich wirklich sehr monoton geredet habe. Und ja, das ist dann halt auch eine Sache, die vielleicht bei anderen dann nicht so gut ankommt, weil die dann immer sofort denken so, oh, die interessiert sich ja gar nicht für mich oder ja, man wäre irgendwie desinteressiert, was halt einfach gar nicht so ist, sondern man hat einfach als Autist dann vielleicht nicht so die Kontrolle über die Stimme und wirkt dann vielleicht desinteressierter, als man gerade wirklich ist. Außerdem sehen einen die anderen ja auch in der Regel beim Online-Gaming nicht. Das kann auch einen Vorteil haben. Also viele Autisten, so auch ich, haben ja eine teilweise sehr spezielle Körperhaltung oder bewegen sich sehr hölzern. Und das ist halt dann auch eine Sache, wo manche von uns auch so ein bisschen gehänselt werden, vor allem wenn wir noch jünger sind. Und deswegen ist es halt schon von Vorteil, wenn man uns nicht direkt sieht, sondern ja, man wird halt einfach erstmal so genommen, wie man jetzt auf den ersten Blick in Anführungszeichen ist, also einfach als Mensch und nicht nach dem Motto irgendwie, ja, keine Ahnung, der sieht ja jetzt irgendwie komisch aus oder der bewegt sich jetzt komisch oder der spricht komisch. Also das gibt's halt einfach dann in Online-Spielen nicht, sondern wir werden einfach dann erstmal wahrgenommen, wie jeder andere in dem Spiel auch. Außerdem kann man halt so als Autist auch ja die Kommunikation so ein bisschen in einem geschützteren Rahmen einfach ausprobieren und üben, weil wir haben ja, wie gesagt, auch Probleme mit Kommunikation und Gesprächen und da kann man halt so ein bisschen ausprobieren, wie läuft das eigentlich so und ja, vor allem, wenn man sich dann so ein bisschen überfordert fühlt oder man merkt, okay, jetzt wird es einem langsam zu viel, dann ja, kann man sich einfach viel leichter zurückziehen als jetzt im wahren Leben. Also da kann man sich ja einfach schlecht mitten im Gespräch einfach umdrehen und gehen. Also ja, gut, das kann man vielleicht schon machen, haben auch andere Leute schon bei mir gemacht, aber das kommt dann vielleicht nicht so gut an bei der anderen Person. Kommen wir nur zum letzten großen Oberpunkt und das ist Spezialinteressen, Hyperfokus und Erfolge. Viele Autisten haben eben die Fähigkeit, sich absolut tief in irgendwelche speziellen Themen reinzustürzen und dann wirklich alles, also wirklich alles rundherum, sogar auf Toilette gehen und essen, zu vergessen.
Ja, das kann wirklich dann auch einige Stunden andauern. Dann spricht man eben von dem sogenannten Hyperfokus. Das kann aber auch dann Jahre andauern. Dann würde man jetzt eher von einem Spezialinteresse sprechen. Also, wenn das jetzt Jahre andauert, dann geht man natürlich zwischendurch auch mal auf Toilette und isst was. Also, sonst wären wir ja alle tot und es gäbe keine Autisten mehr. Aber ihr wisst, was ich meine. Und diese Spezialinteressen führen dann eben auch dazu, dass Autisten auch in bestimmten Spielen einfach zu richtigen Experten und Spezialisten werden können. Und ja, damit ist halt nicht nur gemeint, dass sie da irgendwie extrem gut drin sein können, wie jetzt vielleicht in Sportspielen oder in irgendwelchen First-Person-Shootern oder sowas, sondern es kann auch bedeuten, dass sie sich extremes Wissen anhäufen und ja, damit dann vielleicht sogar anderen weiterhelfen können, weil sie, keine Ahnung, irgendwelche Guides erstellen oder Tutorials oder was auch immer. Das führt dann natürlich dazu, dass Autisten auch durch ihre Spiele Erfolgserlebnisse haben können, weil sie dann eben Anerkennung bekommen, die sie vielleicht jetzt im wahren Leben so noch nicht erhalten haben. Also es gibt dann endlich einen Moment, wo dann ihre eigene Außergewöhnlichkeit mal wertgeschätzt wird. Und gleichzeitig können auch Spiele die Sammelleidenschaft, sage ich mal, von Spielern triggern. Also ja, tatsächlich sammeln viele, ich sage extra viele, nicht alle, aber viele Autisten sammeln gerne irgendwelche Dinge. Also ich auch. Und ich würde sagen, das ist wirklich kein Klischee. Und ja, diese Sammelgegenstände kann man dann wiederum auch wieder gut sortieren und kategorisieren, was wir ja auch wahrscheinlich sehr gerne machen. Und auch da würde ich sagen, das ist kein Klischee. Also ich zum Beispiel sammle sehr gerne einfach Spiele. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber meine Steam-Bibliothek ist einfach viel voller, als sie sein sollte. Und ich liebe es halt auch einfach dann, die Spiele dann in meiner Steam-Bibliothek irgendwie in irgendwelche Kategorien reinzupacken. Also das ist wirklich für Autisten auch so eine Sache, wo sie wirklich, ja, auch mal schöne Erlebnisse haben können und vielleicht dann auch mal ein bisschen Anerkennung von anderen bekommen und auch mal ein Erfolgserlebnis haben. Also das ist was sehr Positives, was Spiele uns geben können. Kommen wir also nun zum abschließenden Fazit. Ihr habt jetzt also kennengelernt, wie wichtig Videospiele für autistische Menschen sein können. Und wenn ihr irgendwie jemanden seht, der wirklich sehr lange und sehr viel irgendein Spiel spielt, vielleicht auch die ganze Zeit dasselbe Spiel, dann fragt euch vielleicht nicht immer nur, ob die Person jetzt gerade süchtig danach ist. Vielleicht ist die Person auch einfach nur ein Autist und empfindet einfach, ja, gerade eine absolute Erfüllung da drin, dieses Spiel zu spielen. Ja, für uns sind halt einfach Videospiele nicht nur immer ein Zeitvertreib oder ein Hobby. Also für uns haben sie einfach eine viel tiefere Bedeutung und sind ein absolut wichtiger Teil für uns, für Inklusion und auch für die persönliche Entwicklung. Habt ihr euch vielleicht selbst in einem Video wiedererkannt oder kennt ihr vielleicht jemanden, für den Spiele genau das sind, was hier angesprochen wurde? Und mich würde auch mal interessieren, was denn eure Gedanken zu dem Thema sind. Seid ihr vielleicht selber Autist oder kennt ihr jemanden, der Autist ist oder vielleicht vermutet ihr ja selber, dass ihr autistisch seid. Es wäre echt cool, wenn ihr einfach mal in den Kommentaren was darüber schreibt. Und wenn ihr mehr über das Thema Autismus und Gaming sehen wollt, dann klickt gerne oben rechts auf das verlinkte Video und abonniert doch gerne meinen Kanal, um kein anderes Video zu verpassen. Ich danke euch auf jeden Fall für euer Interesse und freue mich auf das nächste Mal.